Morgen, Patti. Guten Morgen. Bei 0,5 Grad oder 0 Grad ist es schwierig, aus dem warmen Schlafsack rauszukommen. Aber wir werden jetzt aufstehen. Ist auch ganz trocken drin, kein Kondenswasser. So, jetzt tue ich raus. Im Gras sieht man Frost. Die Wäsche war gefroren, die ich gewaschen hatte gestern Abend. Aber die Sonne kommt und ich freue mich. Wir sind in Vilshofen. Da fahren wir jetzt über die Brücke. Die Sonne kommt und ich spüre schon, wie sie wärmt. Was mir Sorgen macht, ist wieder mal die Kupplung. Die knarzt. Gut, jetzt geht es gerade bergab, da knarzt es nicht. Es ist immer schlimmer geworden. Die eine Schraube hat sich verdreht, die eigentlich selbstsichernd sein soll. Die Deichsel wackelt. Ich muss jetzt da in der Pause mal mir das angucken, das Werkzeug rausholen. Da werden wir jetzt mal Frühstück machen. Es ist 8 Uhr. 4 Grad hat es auf der Bank. Geht der Frost langsam weg. In der Sonne ist es wärmer. Also es war so, dass diese Stange sich hier gedreht hat. Jetzt habe ich die Spannschraube nochmal auf, habe die nachgezogen. Jetzt reicht die unten rein und ich konnte die viel fester machen. Jetzt ist das wieder bombenfest. Und die Schraube, die da hatte ich ja oben markiert, damit ich sehe, ob die sich verdreht. Die war also das Rot auf der Seite. Jetzt habe ich einfach mal einmal rumgezogen, dass das wieder oben ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das noch beweglich ist hier. Das kann ich jetzt so nicht sehen, aber ich denke, hoffe, dass das jetzt hält. Also machen wir mal weiter. So, dann räumen wir mal auf und weiter geht's. Bis der Patsche merkt, dass es wieder losgeht, dann wird er gleich rauskommen vom Schlafen. Jetzt hoffe ich, dass das mit der Kupplung behoben ist. Ich habe jetzt alles noch mal geschaut, das Gestänge unten, also es ist eigentlich fest. Ich müsste jetzt gerade vorn am Rad das Kupplungsstück noch Schwierigkeiten machen. Das ist so schön und immer wieder die Wildgänse, da kommt schon wieder ein Pulk. Drüben rattert der Zug. Und ich muss jetzt noch meine Wäsche verteilen, die ich gestern Abend noch mitgewaschen habe. Das war ja so nett. Da habe ich warmes Wasser bekommen, einen Eimer. Das ist genial gewesen. Und konnte waschen, konnte Katzenwäsche machen bei mir. So, jetzt schaue ich aber trotzdem, dass nicht alles Schwere am Wohnwagen ist.
Und ich sag euch, diese Klammern sind die beste Erfindung. Die sind nämlich klemmenfest. Und ich hoffe, dass ich da jetzt keine Verluste habe, wenn ich das jetzt da anklemme. Na, also das dürfte halten. Ja, da geht es noch in Fahrrad rein. So, dass der Fahrtwind ein bisschen trocknen kann hier. Das muss auch weg. Auch da rein. Aber sonst gut. Und die Socken und der Rest, der kann dann am Wohnwagen bleiben. Patschi merkt so langsam, dass es wieder aufgeht. Beliebter Trockenort ist auch die Türe vom Wohnwagen. Aber da möchte ich, wie gesagt, das Gewicht jetzt etwas reduzieren. Darum sind die anderen Sachen am Rad bestimmt auch gut aufgehoben. Jetzt muss er meckern, weil da kommt ein Hund. Hat er keine Zeit mehr. Ein kleiner Netter. Das war jetzt perfekt. Das war jetzt eine nette Frau mit ihrem Hund. Und ja, und hat halt auch geschaut und findet es so toll. Und dann legt sich Patschi hin und schlägt am Schenkel. Und dann haben wir gedacht, da muss eine Zecke sein. Und dann mache ich das Fell auseinander und sehe die schon ganz, eine kleine, noch festgebissen, aber entzündet. Und dann, wenn ich jetzt losgegangen wäre, hätte die Brille geholt, dann hätte ich ihn nicht mehr gefunden. Und dann war die Dame so nett und hat mir die Brille gebracht und dann konnte man diesen Zeck rausoperieren. Gestern Abend war es auch schon so, da hat er von rechts kumpelt. Und dann haben wir gedacht, rechts? Wieso humpelt er rechts? Und ich habe das schon mal erlebt bei einem Hund, wo ein Zeck am Bein saß, dass er deswegen kumpelt hat. Und Zeck war weg und Humpeln war weg. Und beim Patschi jetzt genauso. Das war von rechts und da humpelt. Das ist auch schon wieder einer. Man braucht bloß reden davon. Mein Gott. Also gut. Also die Zecken überleben nicht bei mir. Also jetzt startet man wieder durch. So, jetzt kann die Schlafdecke weg, jetzt ist es warm. Patschis Tagesdecke. Jetzt muss man nicht mehr knirscht. Ja, und fahren wir jetzt. Nichts vergessen. Alles da. Jetzt laufe ich erst wieder ein Stück mit dem Patschi. Auf geht's zum Morgengalopp für den Patschi. Jetzt ist es 10 Uhr, also wir haben sage und schreibe fast 2 Stunden Pause gemacht. Das kommt mir vor wie eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist der Wahnsinn, wenn man so unterwegs ist, wie schnell da die Zeit vergeht. Da drüben wieder ein ganzer Schwarm Wildgänse in der Wiese. Patschi guckt auch.
Ach, es tut ihm so gut, da auch mal galoppen. Und er tut immer im Linksgalopp. Ach, jetzt ist er sogar auf dem Rechtsgalopp und wieder Linksgalopp, weil hinten rechts ist ja sein kurzer Fuß. Und mit dem Linksgalopp schont er den. Und ist auch mal eine andere Bewegung. Das macht ihm Spaß. Oh, Richtungswechsel ist was ganz Schlechtes. Schöner Weg, kann man nicht anders sagen. Und zwar links der Donau. Hallo Kohlmeise. Es ist mir empfohlen worden, ab Vilshofen Richtung Passau links zu fahren, weil rechts geht es wohl immer bergauf und bergab. Ich habe mir es zu Herzen genommen und es ist ja wirklich sehr schön. Außer das erste Stück von Vilshofen in der Früh gleich, das war nämlich schattig. Da musste ich von der Sonne wieder in Schatten fahren. Boah, das bei 0 Grad. Aber es wird jetzt richtig schön warm. Naja, schön warm. Von der Übernachtung habe ich auch noch nicht erzählt. Waren wieder ganz nette Leute, die hatten einen kleinen Tierschutzhund. Und am Abend haben sie mir noch einen Eimer warmes Wasser gebracht. Und da konnte ich meine Katzenwäsche machen. Hat gut getan und habe die Wäsche dann auch gleich noch gewaschen. Und einen Kuchen hätten sie mir noch gebracht. Das tut mir immer so leid, weil ich lebe ja vegan. Und jetzt ist ja im Normalfall Milch und Ei drin. Und in der Früh kam die Frau um 6:30 schon, hat mir einen Tee angeboten. Aber ich will in der Früh ja am liebsten dann immer gleich weiter. Da geht es jetzt gerade ein Stück an der Straße entlang, aber überhaupt kein Verkehr. Und ein nettes Häusl da. Schaut nicht so aus, als würde wer drin wohnen. Nee. Ich habe mir ja die Tür vom Wohnwagen rechts gewünscht in Fahrtrichtung und das bewährt sich immer wieder. Zum einen auch Patschis Fenster, weil er abseits vom Verkehr ist. Oder wenn wir einsteigen, aussteigen, können wir das immer abseits vom Verkehr machen. Jetzt hängt die Wäsche an der Türe, die flattert im Wind, abseits vom Verkehr. Also rechts in Fahrtrichtung die Türe, nur Vorteile. Jetzt habe ich gerade angehalten, um jemand vorbeizulassen, weil der Weg recht schmal ist und da sehe ich da 2 Kormorane ganz nah. Muss ich doch ein Foto wieder in Bereitschaft halten. Ich hole ihn mal, vielleicht bleiben sie sitzen. Jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt, ist schon 11 Uhr und ich sage immer noch zu alle guten Morgen, weil einfach gefühlt viel früher ist. Ich sage ja, die Zeit vergeht da so schnell. Wir sind beim Fluss Geißar. Der da in die Donau mündet. Wow. Oh, hallo. Und da war jetzt eine ganz nette Begegnung mit Hans Jakob, der von Jena gestartet ist und bis, ach jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, also sehr, sehr, sehr weit. Weiter als der Donauradweg. Ja. Und dem musste ich jetzt auch mein Reisesegen und das Dankenlied hat er gekriegt, weil er so lang unterwegs ist.
für alles Gute. Und er will einen YouTube-Kanal machen. Hans, guck in die Welt. Hans Jakob, alles Gute auf deinen Weg und ich freue mich, wenn ich von dir dann auf YouTube sehe, wenn ich dazu gucken kann. Jetzt sind wir bei so einem schmalen Brückel, das leitet uns über die Donau an dieser Schleuse vorbei. Schiffe sind noch keine unterwegs heute. Es ist Ostersonntag. Das ist unsere Richtung, wo es weitergeht drüben dann. Das ist schon beeindruckend, dieses Schleusentor. Wenn da ein Schiff kommt, dann wird die Schleuse geöffnet und der Wasserspiegel senkt sich. Und dann können sie Richtung uns weiterfahren. Ich glaube, so funktioniert das. Oder andersrum, wenn von unten eins kommt, dann wird gehoben. Oder von beiden Seiten. Und jetzt die Uniper-Kraftwerke. Gigantischer Bau. Ein Dens Biomarkt, heute am Ostersonntag. Das ist ja eh klar. Da unten müssten wir jetzt beim Inn sein, in Passau. Oh, Kopfsteinpflaster. Dann fahren wir runter zum Inn. Jetzt heißt es auf nach Burghausen. 78 Kilometer zu den Waldrappen. Und da hinten fließt der Inn in die Donau. Das ist so ein richtig schönen Kreis. Erst die Isar, dann die Donau und jetzt ein Innradweg. Sitze ich jetzt da gemütlich am Inn und mache Brotzeit. Kommt ein Fahrradfahrer, ist es der Hans Jakob. Und dann war er ein Hallo natürlich und dann frage ich ihn, warum ich dachte, er würde die Donau lang fahren. Und dann sagt er, ja, er war jetzt in Passau und ist dann einfach halt Radwegschilderung weitergefahren. So geht's einem. Und dann ist er am Inn gelandet. Also hat es wieder super passt, dass wir uns treffen, konnte ich ihm sagen, ja, dass er verkehrt ist und dann muss er umdrehen. So ist es, gell? Das Glück ist am Weg. Einfach zur rechten Zeit kriegt man den richtigen Wink. Ich mache mir eine Bananenmilch. Also die Kraft hat nachlassen von dem Mixer, den habe ich jetzt 3 Jahre. Das hat der früher ja locker geschafft. Schmeckt halt ausgezeichnet. Auch sowas gibt's. Ich fahre links, wenn der Patschi läuft. Und dann schnüffelt er, bleibt stehen, kommt mir mit forschem Schritt einer entgegen mit so einem kleinen Tagesrucksack. Und Patschi schnüffelt wieder und eine Baumgruppe daneben. Und dann will er sich am Patschi vorbeidrängen. Er hätte ja bloß rechts, also hier vorbei am Wohnwagen gehen müssen. Am Patschi vorbeidrängen, stur auf seinen Weg.
Und dann guckt der Patschi natürlich freundlich zu mir hin und dann schreckt er so zurück. Dann sage ich, warum gehen Sie denn nicht außen rum? Dann sagt er, warum fahren Sie so einen großen Anhänger? Mein Gott. Vor der Steigung hätte ich keine Bedenken gehabt, aber oben sind Poller. Da wäre es jetzt auf die österreichische Seite rübergegangen. Aber jetzt bleiben wir dann auf der deutschen Seite. Da sind dann wohl so Waldweg, Forstweg. Ist sicher auch recht schön. Und auf der deutschen Seite geht es jetzt gleich mal so ordentlich hoch. Ich hoffe nicht, dass das ständig jetzt so geht. Weil es kommt eine Weile so dieses Innufer, Steilufer, Böschung. Da ging es nicht weiter. Jetzt muss ich den ganzen steilen Schotterweg wieder runter. Jetzt habe ich leider keine Hand frei, dass ich die GoPro wieder hinmachen könnte. Weil jetzt müssen wir wieder runter. Den möchte ich auch nicht schieben, der ist zu hoch. Dahinter ist eine wunderbare Aussicht. Also werden wir jetzt im Viertelschritt-Tempo da runterfahren. Wir sind wieder unten gut angekommen. Puh. Und jetzt kamen da Radler, wo eben der Radweg wirklich ist. Und ich habe sie gefragt, wie es zu fahren ist. Und es ist also schon kritisch. Es geht ein Stück. Dann kam noch eine Frau aus dem Haus und hat mir genau erklärt, ich soll also bis Wörnstein und dann über die Hängebrücke. Danach wird es wohl ziemlich steil und ich soll dann drüben unbedingt die Straße bis Schärding nehmen, weil da wohl recht große Gefälle sind. Also wenn es so weiterzufahren ist, dann ist gut. Und wenn ich über die Hängebrücke gut komme, ist auch gut. Dann bleiben wir drüben auf der Straße wie empfohlen. Der Inder hat immer so Herausforderungen. Da war ich, wie ich mit dem Patschi mit dem Jogger noch wandern war, auch an einer Stelle, das war vor Wasserburg, da ging es so steil bergauf und da war das Laub noch alles ganz 10, 15 Zentimeter dick. Ich konnte mich mit den Füßen nicht abstemmen. Ich hätte den Jogger ohne Patschi natürlich fast nicht raufgebracht. Der da dann auch noch Futter und alles im Jogger mit drin, also der hat schon 40 Kilo, 40 Kilo gehabt leer. Aber ich habe es dann geschafft. Ja, mit viel Querstellen und Anhalten und neu Schub nehmen. Ja, ich war auch am Ende. Alles in Ordnung? Ja, ja, alles in Ordnung, danke. Jetzt darf Patschi noch mal laufen. Weil wenn wir dann über die Hängebrücke kommen und auf der Straße sind, dann muss er ja wieder rein. Also so ist jetzt recht gut zu fahren. Da vorne geht es mal ein bisschen rauf. Ich glaube, ich habe auch die Hängebrücke schon gesehen. Wird dann nicht mehr weit sein. Der Weg ist wunderschön, aber die Hängebrücke ist wohl noch ein Stückchen weiter. Aber wenn der Weg so bleibt, dann passt es.
Super praktisch der Tisch, auch wenn man mal schnell eine Ablage braucht, um die SD-Karte zu wechseln. Da ist der Osterhase. Da war vorher schon so ein tolles Schnitzstück, aber da war ich schon vorbei. Hier eine schöne Eule. Da ist auf dem Weg sogar eine schöne Schutzhütte. Und eine Bank gegenüber. Zwischen Passau und Neuburg. Hatzi hat noch mal Lust zum Rennen. Guck mal, auf der anderen Seite der Radweg ist auch sehr flach. Da scheint die Sonne noch hin. Aber der hier ist ja wesentlich schöner. Jetzt ist sogar geteert. Also der Innenradweg von Passau bis zur Hängebrücke ist für Fahrradwohnwegen befahrbar. Da sind ein paar kleine Steigungen drin, aber die konnte ich ohne Probleme rauf und runter. Halt vorsichtig immer, ne? Runter auf den Schotter. Und da ist sowas wie ein Wanderparkplatz mit Gaststätte, wie sich das gehört. Kreuzhuber Hotel Gasthof. Oh, die Brücke ist noch nicht da. Dann kann man noch eine Weile auf dem schönen Weg bleiben. Wenn das so schön die Knoblauchsraupe schon wächst, hoch genug, dass kein Hund sie pieseln kann, dann nehme ich doch da mit. Wir sind bei der Hängebrücke. Ja klar. Wir sind ja auch ganz öffentlich auf YouTube. Die Leute. Ist das Ihr Unser Zuhause für den Urlaub. Oder auch zum Nein, ich Einschlafen? habe da schon auch Platz drin. Schon. Ich darf schon auch mit rein. Aber eingekringelt, oder? Ja, Ausgestreckt? Geht sich ja das klar, ich bin 1,70 und 1,80 ist zur Verfügung. Also ich schlafe oben, da sieht man vom Fenster. Meine Etage habe ich noch höher Ah machen. ja, das ist der Lattenrost. Das sieht man Genau. Habe ich noch höher machen lassen, dass der Patsche gut Platz hat unten drunter. Ah, ja, das Und, ist das gut. ja. Dadurch ist es kürzer, wenn man es weiter runter macht, dann hat mit 1,90 Meter jemand Platz zum Schlafen. Cool. Haben Sie es selber zusammengeschweißt Nein, oder gibt es nein. das zu kaufen? Jörg Skowronek macht die. Der ist aus der ehemaligen DDR und hat das Dübener Ei im Mini-Format. Wie heißt das Ei? Dübener Ei. Tübinger Ei? Düben. Düben. Wie der Dübener Dübel, Ei. Ah. wie der Dübel bloß Düben. Tübinger Ei. Das heißt, ich nehme das zu Herzen und bleibe auf der Straße bis Scherding. Wir sind also jetzt in Österreich. Da unten ist der Innenradweg. Der schaut ja nur recht schön aus. Aber wie gesagt, der soll ziemliche Steigungen haben. Österreich Verkehrsschild. Jetzt fahre ich wieder nach Deutschland rüber und dann den Innenradweg auf der deutschen Seite.
Hatschi war jetzt auch viel laufen, ist ganz zufrieden. Benzinpreise, Diesel 1,81,9, Super 1,71,9. Jetzt sind wir jetzt am Inn und jetzt geht es über die Brücke und dann sind wir wieder in Deutschland. Weg von Scherding, dann kommen wir nach Neuhaus. Schöne Brücke. Ich hoffe, er ist gut befahrbar. Also schön, soweit ich sagen kann. Ah, geht es darüber? Da fährt auch ein Radfahrer. Die Holzbrücke wird gerade renoviert, aber da waren so nette Radlfahrer wieder, die haben mir gesagt, da kann man durchfahren als Radlfahrer. Und das ist also die Rott, die da vorher im Inn mündet. Und was da so schön singt, gesungen hat, ist eine Mönchsgrasmücke. Richtige Holzbrücke, ringsrum Holz. Es ist so herrlich, diese Frühlingsstimmung. Es ist nicht wirklich warm, aber die Trauben, Kirschenblüten, die weißen, die Blätter kommen raus. Schaut mal, da werden die Bäume schon grün, die ersten. Nicht wie die Walnuss, die Langschläfer. Da müssen wir rum. Ist immer schön, wenn die Radschilder sind. Da muss man nicht so viel gucken, obwohl das Navi meistens auch einen guten Job macht. Aber jetzt habe ich Burghausen eingeben und jetzt will es mich immer auf die Straße leiten. Aber ich lasse es laufen, weil dann gut aufgezeichnet wird. Richtig schön angenehm zu fahren, diese Straße. Mir ist noch kein Auto begegnet. Und es ist so der Frühlingsduft in der Luft. Manchmal ist er recht durcheinander. Jetzt lotst es mich da durch, der Radlweg. War in alle Himmelsrichtungen, die Pfeile, so dass man sich halt nicht mehr auskennt. Also wir fahren Richtung Süden, Südwest, Südost. Und da müssten wir wieder hinkommen zum Inn. So aus, als würden da die Trucker Pause machen mit Feiertag, Fahrverbot wohl. Die sitzen da rum. Steht da vorne, Durchgang und Durchfahrt für alle nicht möglich. Ich probiere es doch. Bin schon so viel umgefahren heute. Ich sehe schon, das ist wirklich nicht möglich. Die haben mit dem Gitter komplett abgesperrt. Okay, dann kehren wir um. Und schaue ich mal, ob wir nicht wieder die ganzen 2 Kilometer zurück müssen. Da ist keine Möglichkeit. Auf gut Glück probieren. Für Pferdefreunde, bei Pocking gibt es einen Krämer und es sieht jetzt zumindest gut aus, dass ich da
drüben weiterfahren kann. Wenn dann mal keine Autos kommen. Ja, oh, klasse. Wir müssen halt auf der Seite dann rechts fahren. Dann fahren wir halt hier über die Autobahn. Akku ist schon wieder leer, wird gleich ausschalten. Hinaufpesen im Turbo. Der ist ziemlich steil. Es ist 6:03. Wir fahren gegen die Sonne. Jetzt wird es Zeit, jetzt möchte ich mal was suchen.